Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. Heute wird's flammend, richtig, richtig bunt sogar. Und zwar wollen wir heute mit Projektilen arbeiten. Projektile sind, nun ja, das, was rauskommt, wenn zum Beispiel jemand einen Pfeil nach euch schießt oder wenn jemand einen Feuerball nach euch schießt oder. All diese Dinge sind Projektile. Und ja, es gibt einen Haufen davon, aber wir werden heute mit den Feuerbällen arbeiten. Ihr kennt wahrscheinlich selber noch Projektile, seid da kreativ. Zum Beispiel, es gibt Small Fireball, es gibt Large Fireball, es gibt Arrow und so weiter und so fort. Und wir wollen jedes Mal, wenn wir laufen, ein Projektil direkt, einen Feuerball direkt aus unseren Augen rausschießen, okay? Wir sind quasi so eine Art Superman. Okay, gut. Also wir machen den Event-Handler natürlich erstmal und dann sagen wir, okay, jedes Mal, wenn wir laufen, passiert was. Das heißt, wir sagen hier Public Fun Move Event. Ja, das kennt ihr schon. Und das ist im Endeffekt genauso ein Move-Event, wie wir das auch schon gemacht haben. Hier Player Move Events. So. Und jetzt gehen wir einfach her und sagen, hey, wir wollen jetzt ganz gerne, dass unser Spieler einen Feuerball schießt. Das heißt, was brauchen wir zuerst? Wir brauchen, naja, wer soll den Feuerball schießen? Der Spieler. Also wir sagen P, das ist unser Spieler, ist gleich Event.Player. Das kennen wir auch schon. Und er schreibt sich nicht Plaxer, sondern Player, wer hätte es gedacht. Dann müssen wir einen Feuerball erstellen. Und hier müssen wir jetzt ein kleines bisschen tricksen, denn Kotlin funktioniert hier anders als Java. Und ja, das ist aber trotzdem nicht schwer. Also ihr könnt das quasi einfach so übernehmen. Und wir bauen uns einen Feuerball. Das heißt, wir brauchen eine Variable. Und dann machen wir so einen Feuerball, Junge. Ist gleich. Und jetzt sagen wir, der Spieler soll den schießen. Das heißt p.launchProjectile. Das ist die Funktion, die euch erlaubt, ein Projektil zu schießen. Für die Leute, die sich mit Kotlin schon recht gut auskennen, das Ding ist eine generische Funktion. Das heißt, wenn wir hier mal draufklicken, das müsst ihr jetzt übrigens nicht alle verstehen, wenn wir hier draufklicken, dann sehen wir hier, dass das Ding eine Klasse nimmt, die t-extended. Ja, und eventuell einen Vektor, das ist optional, und sie liefert uns einen T zurück, okay? Das heißt, wenn wir hier einen Feuerball als Klasse reinpacken, also wenn wir hier sagen, wir wollen einen Large Fireball haben, dann liefert uns das Ding auch einen Large Fireball als Instanz zurück. Das heißt, das Ding ist jetzt vom Typ Large Fireball, okay? Während wenn wir hier einen Arrow reinpacken, Arrow, dann ist das kein Large Fireball mehr, das wird euch einen Fehler geben, sondern ein Arrow, logischerweise, ja. Wir wollen aber selbstverständlich hier einen großen Fireball und deswegen sagen wir hier, okay, wir bauen uns einen Large Fireball und zwar müssen wir hier die Klasse angeben, also class.java. Das Ding funktioniert intern über Reflections, was ein bisschen komisch ist, sieht von der Syntax her ein bisschen seltsam aus, aber ja, das ist jetzt nicht so tragisch. Und das könnt ihr quasi einfach so übernehmen. Nur hier diesen Large Fireball könnt ihr austauschen, wenn ihr was anderes haben wollt. So, und ja, jetzt sagen wir noch, in welche Richtung das Ding denn geschossen werden soll. Nun, in welche Richtung soll es denn geschossen werden? Natürlich genau in die Richtung, in die wir gerade gucken. Das heißt, wir sagen, okay, wo gucken wir denn gerade hin? Und dazu nehmen wir die Eye-Location. Ja? Wir nehmen quasi die Position der Augen, also quasi aus den Augen kommt das Ding raus. Und zwar in die Richtung, in die die Augen gerade gucken. Das ist die Direction. So, da das Ding jetzt ein Vektor ist, müssen wir den erstmal normalisieren. Und dann können wir noch angeben, wie schnell das Ding sein soll. Und sagen wir, multiplizieren das Ganze noch mit 2. Damit ist er quasi, naja, 2 mal Standardgeschwindigkeit, okay? Also doppelt so schnell als wie Standardgeschwindigkeit. Ihr könnt ja natürlich jede Zahl eintragen, die ihr haben wollt. Und Standardgeschwindigkeit bekommt ihr hier über dieses Normalize. Wenn ihr dieses Normalize nicht macht, dann kriegt ihr halt einfach irgendwas raus. Im Normalfall sollten Directions schon normalisiert sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie Minecraft das intern implementiert hat, wobei die eigentlich ganz guten Code haben. Das muss man denen auch lassen. Okay. Ja, und dann sagen wir noch Folgendes. Wir schießen natürlich einen Feuerball. Das heißt, der Shooter, also der den Feuerball abgeschossen hat, das ist unser Spieler. Und dann sagen wir noch, der Feuerball soll Sachen anzünden. Ich meine, es ist ein Feuerball, okay? Wir können auch einen Pfeil theoretisch anzünden lassen. Ja, dann ist es ein Brandpfeil. Wer hätte es gedacht? Und dementsprechend sagen wir hier, der Feuerball, der ist jetzt incendiary. Das heißt so viel wie anzündend, okay? Und das setzen wir auf True. Ihr könnt da auch ein False reinschreiben, dann ist selbst der Feuerball nichts, was irgendwie Feuer oder was irgendwelche Sachen in Brand stecken kann. Aber wir wollen natürlich alles anzünden, was wir so finden.
So, und das war's eigentlich auch schon. Damit schießt ihr jedes Mal, wenn ihr lauft, einen Feuerball aus euren Augen. Und zwar einen großen Feuerball. Ja, hier steht Large Fireball. Okay, und wir bilden das Ganze hier mit Gradle wieder mal. Ihr kennt das Prozedere. Und dann kopieren wir hier aus den Lips. Achtet darauf, by the way, dass ihr hier aus den Lips rauskopiert und in die Plugins reinkopiert. Das ist mir jetzt schon mehr als einmal passiert, dass ich mich gewundert habe, warum ein Plugin nicht funktioniert hat. Dabei habe ich das, was vorher drin war, in das, was ich gebildet habe, reinkopiert. Also manchmal bin ich auch ein bisschen Brain AFK. Okay, und ja, dann starten wir das. Wir warten kurz. Wir warten länger. Okay, ich pausiere euch. So, Server steht. Wir joinen selbstverständlich rein und wir sind drinnen. Wunderbar. Ihr seht, ich habe schon aus Versehen einen Feuerball geschossen. Ihr seht, wenn ich mich drehe, dann schieße ich auch einen Feuerball aus meinen Augen. Piu, 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 Bitches. Und wenn ich laufe, selbstverständlich auch. Und dann passiert was Furchtbares, denn ja, ich bewege mich natürlich automatisch in den Feuerball rein. Also vorwärts laufen darf man jetzt nicht mehr, okay? Das geht nicht. Wenn man vorwärts läuft, dann bewegt man sich in den Feuerball rein und dann stirbt man natürlich leider. Das heißt, ihr könnt euch nur noch so als stehendes Geschütz quasi bewegen und alles um euch herum in Brand setzen. Oh, upsala. Und euch selber dabei auch in Brand setzen. Geil. Ja. Also absolutes Mayhem hier. Ihr könnt einfach alles zerstören und wenn ihr auf Feuer drauf geht, dann bewegt ihr euch auch und dann passiert das hier. Und ja, jetzt ist dann die ganze Karte am Brennen und ich habe irgendwie Spaß dabei, muss ich sagen. Das macht sehr viel Spaß. Mehr Feuer. Geil. Okay, also das war's von meiner Seite schon und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.